Ich wollte irgendwie den neuen Blechkotflügel an meine BMW befestigen. Gerne auffällig, unauffällig. Dabei nichts kaputt machen. Und natürlich was Besonderes, ist ja klar. Man hätte dafür einfach ein paar Schrauben nehmen können oder man baut sich eine CNC-Fräse. Manchmal biegt man bei YouTube irgendwo falsch ab und plötzlich ist da so ein Bausatz. Naja, nicht wirklich ein Bausatz, aber eine Anleitung, wie einer das schon mal gemacht hat. Also man muss ja nicht alles nachmachen, aber in diesem Fall hat es sich gelohnt. Für das Gehäuse braucht man erstmal was Stabiles. Am besten wäre natürlich Metall, aber das ist teuer, sperrig und schwer und macht die Stichsäge stumpf. Deswegen ist Multiplex eine gute Wahl. Wenn das ausreichend dick ist, kann es eine Menge ab. Daraus sägen wir uns erstmal den Rahmen und einen Kasten für das Portal. Löcher reinbohren, ordentlich große Schrauben verwenden. Dann alles sauber ausrichten und schon steht der Korpus. Damit alles nachher sauber und genau funktioniert, ist es natürlich gut, wenn wenigstens etwas Aluminium verarbeitet wird. Die Genauigkeit der Maschine hängt später davon ab, wie stabil sie gebaut ist. Es entstehen ordentliche Kräfte, also verbauen wir auch noch ein bisschen Aluminium für die X- und Z-Achsen. Das ist leicht und stabil und aufgedoppelt auf den Korpus macht es einen tollen Job. Ihre super genauen Bewegungen führt die Maschine nachher auf Schienen aus. Diese sind aus Stahl gefertigt. Die erste Schiene wird an der Gehäusewand ausgerichtet, die zweite an der ersten Schiene.
Diese Aluplatten sind bereits vorgebohrt, höchst präzise, natürlich auf einer CNC-Maschine. Diese kann man als Set so kaufen. Link gibt es in der Beschreibung. Fairer Kurs, für die erste Fräse ein guter Weg. Machen wir uns nichts vor, auch diese Maschine wird sehr, sehr schwer. Dann aus Bauholz ein Untergestell gestrickt, was auf Schwerlastrollen in der Werkstatt hin und her zu schieben ist. Umlaufspindeln arbeiten sehr präzise. Man kann sie entweder direkt antreiben oder so wie bei mir über Zahnriemen. Nun kommt der vermeintlich unangenehme Teil, die Elektrik. Angesteuert werden die Motoren über einen Arduino. Diese kleine Steuerzentrale braucht erstmal ein Gehäuse. Das habe ich mir gedruckt. Jetzt käme das Ganze natürlich in einen Schaltschrank, bei mir nicht. Ich habe einen Alukoffer im örtlichen Baumarkt gefunden und war der Meinung, da kommt das rein. Das hat auch geklappt.
Schaut wie. Der 3D-Drucker durfte mir helfen für eine Kabeldurchführung und einen Schacht, damit das Ganze gut entlüftet werden kann. Zu Beginn wollte ich das Ganze über ein Surface antreiben, welches in der Schublade lag, seit vielen Jahren. Das hat prinzipiell super funktioniert. Eine schöne Halterung habe ich dafür auch gebastelt, natürlich wieder gedruckt. Aber ganz am Ende hatte ich zu viel damit zu kämpfen, dass der Arbeitsspeicher und vor allem diese Festplatte in dem kleinen Gerät zu mickrig waren. Egal. Erstmal sah das gut aus und später habe ich dann einfach einen alten iMac daneben gestellt. Der war Staub schon gewöhnt, also ein ideales Opfer.
Dass so eine Fräse Staub produziert, dass alles zu spät ist, besonders wenn man damit Sachen wie MDF schleift, und das bleibt am Anfang nicht aus, muss man schon zusehen, dass man irgendwie eine Absaugung schafft. Die habe ich mir auch selbst gebaut, beziehungsweise auch hier hat der 3D-Drucker wieder mitgewirkt. Alle Teile, die ihr in diesem Video zu sehen bekommt, habe ich selbst in Fusion 360 konstruiert. Dieses unfassbare Programm ist für Privatanwender kostenlos und wenn man Lust hat, gut zu erlernen. Man kann damit alle erstellten Dateien exportieren und drucken oder eben fräsen. Nun kann ich also endlich den Kotflügelhalter selbst aus einem Klotz Aluminium fräsen. Auch dazu gibt es bald ein Video. Das Design dieser Halterung ist aber schon so gelungen, dass es mir gefällt. Und ein Prototyp hat die Fräse schon aus einem dicken Stück MDF erfolgreich freigelegt. Sobald ich ein passendes Stück Aluminium aufgetrieben habe, geht es ans Eingemachte. Ich hoffe, ihr baut so eine Höllenmaschine auch. Für Details schaut bitte bei Thomas auf Live Latitudes nach. Der zeigt euch genau, wie er es gemacht hat. Es gibt alle nötigen Videos bei YouTube. Die Elektrik ist gar nicht schlimm. Ich bin kein Elektriker, kein Tischler, kein Metallbauer, kein Informatiker, kein Industriedesigner und fast alles andere auch nicht. Aber ich habe Spaß an DIY und YouTube ist meine Universität. Traut euch!